Eines frühen Morgens entdeckte der Mann plötzlich zwischen zwei Eisenstangen in der Ecke des Gartens ein zappelndes Wesen. Wie ein kleines Reh, das mit Panik und Schmerz in den Augen gefangen ist. Sein schlanker Körper steckte die ganze Nacht in der schmalen Lücke zwischen den Zäunen fest. Rote Kratzer entstellten die dünne Haut und ihre Beine waren durch die vergeblichen Fluchtversuche fast kraftlos. Vielleicht aus Hunger oder Neugier versuchte es, auf der Suche nach Nahrung in den Garten einzubrechen und blieb hier stecken. Ohne zu zögern trat der Mann schnell vor und zog den kleinen Körper vorsichtig mit bloßen Händen heraus, wobei er darauf achtete, ihm keine weiteren Schmerzen zuzufügen. Als es befreit war, sprang das kleine Reh auf. Ohne ein Wort des Dankes, ohne einen einzigen Blick zurück, geriet es in Panik und stürmte wie eine Windböe in den Wald. Der Mann beobachtete, wie die Silhouette des Tieres langsam in der Ferne verschwand, lächelte glücklich und dachte, er würde es nie wiedersehen. Doch am nächsten Morgen wurde er unerwartet früh durch seltsame Geräusche vor seiner Tür geweckt. Er öffnete die Tür und sah niemanden, aber dann stand in der Ecke des Hofes eine vertraute Gestalt. Das kleine Reh versteckte sich hinter dem Gras, beobachtete schüchtern und sah besorgt aus. Als es die Person herauskommen sah, die es gerettet hatte, leuchteten seine großen runden Augen vor Dankbarkeit und Zärtlichkeit. Und als der Mann ein paar Schritte vorwärts machte, machte es auch ein paar Schritte vorwärts und sprang dann plötzlich auf und ab wie ein Kind, das glücklich einen geliebten Menschen findet. Vielleicht ist es gestern inmitten von Schmerz und Panik instinktiv davongelaufen. Deshalb kam das Tier heute zurück, um der Person, die ihm das Leben gerettet hatte, herzlich zu danken. Von diesem Moment an begann eine magische Freundschaft. Das kleine Reh wurde allmählich zu einem regelmäßigen Besucher dieses Hauses. Zuerst waren es nur ein paar Besuche, aber nach und nach blieb es, ruhte sich auf der Veranda aus und fraß Gemüse aus der Hand des Mannes. Das Tier schlief sogar tief und fest im Bett neben ihm, als ob es schon lange kennen würde. Sogar die Haushunde akzeptieren ihn als Freund. Seine Familie liebt diesen besonderen Gast wie ein richtiges Mitglied, sie streichelt das Tier gern und verbringt gerne Zeit mit ihm. Mit der Zeit wurde der Hirsch immer größer und sein Geweih begann majestätisch zu sprießen, als ob es einen Meilenstein im Erwachsensein markieren würde. Und ihre Freundschaft wuchs im Laufe der Jahre. Jetzt ist es nicht nur ein gerettetes Wildtier, sondern es ist ein Teil der Familie geworden, ein lebendiges Symbol der Verbundenheit, das alle Barrieren überwindet. Lieber Freund, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, unsere Geschichte zu lesen. Wenn Sie es interessant finden, vergessen Sie nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren, damit Sie die nächsten Folgen nicht verpassen.